Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück aus der Pause. Nun, mein Name ist Judith Scholt, ich bin Architektin von dieser Schule und Chefredaktorin von DEC 21 Schweizerische Bauzeitung. Das ist das offizielle Verbandsorgan des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA. Ich freue mich sehr, ab jetzt die Moderation dieses Tages übernehmen zu dürfen. Ich werde Sie führen durch 3 Panel-Diskussionen und die erste beginnt jetzt. Vielleicht noch eine kurze Einleitung. Nicht alle von Ihnen waren heute früh schon da. Die das betrifft, haben was verpasst. Tut mir leid zu sagen. Wie auch immer. Das Thema dieser Tagung ist ja enorm hoch angesetzt. Es geht ja um nichts mehr und nichts weniger als um die Frage, wie können Städte gerechter wachsen und lebenswert bleiben. Denn dass die Städte wachsen, daran besteht ja kein Zweifel. Die ganze Menschheit wächst. In der letzten Generation von 5,5 auf 7 Milliarden. Die Ansprüche an Lebensqualität wachsen auch. Dort, wo man es sich leisten kann, zumindest in der Schweiz zum Beispiel, ist der Wohnflächenverbrauch seit den 70er Jahren um 50% gestiegen. Der Anteil der Menschen, die in Städten wohnen möchten oder müssen, steigt. Gemäß Prognosen sollen es bis 2050 2/3 der Menschheit sein. Gut, die Städte wachsen also, aber wie sollen sie wachsen? Ganz sicher nicht nur in die Fläche. Um die exponentiell wachsende Menschheit zu ernähren, braucht es ja Kulturland und das sollten wir nicht leichtfertig verbauen. Auch wissen wir, dass urbane Dichte verkehrstechnisch und deswegen auch ökologisch nützlich und günstig ist, denn die Wege sind kurz. Somit sollen die Städte auch und vor allem nach innen wachsen. Das bedeutet mehr Dichte, doch wie viel Dichte ist schlussendlich richtig? Wie viel ist angemessen, wie viel ist lebenswert, sozial, wie viel ist verträglich, wie viel ist gerecht? Eine einheitliche Antwort werden wir heute sicher nicht finden, denn die Einschätzung hängt ganz stark vom politischen Kontext, von kulturellen, klimatischen, wirtschaftlichen und sicher auch von gestalterischen Fragen ab. Aber vielleicht gibt es eben doch verallgemeinerbare Erkenntnisse, vielleicht gibt es generelle Prinzipien, vielleicht gibt es Erfahrungen von überall auf der Welt, aus denen wir noch lernen können. Im Zentrum steht natürlich immer die Frage, wem gehört die Stadt und wem gehört der Boden? Die Frage ist ziemlich knifflig, haben wir heute früh schon gemerkt und wir werden mehrfach noch darauf zurückkommen. Wem gehört die Stadt? Wer soll darin wohnen und arbeiten? Boden ist ein knappes Gut, kann nicht vermehrt werden. Wir müssen es also teilen. Wenn man nur nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgt, dann merkt man, was passiert. Die Bodenpreise steigen sehr stark. In gewissen Metropolen, wie zum Beispiel London, sind sie bereits unerschwinglich hoch. Was bedeutet das? Sollen die Einwohner der Städte, die nicht über ein hohes Einkommen verfügen, sollen die in die Peripherie ausweichen und in die Stadt pendeln? Also diejenigen Leute, die die Stadt am Leben erhalten, die Coiffeure, die Lehrerinnen, die Müllmänner, die Krankenpflegerinnen, die Buschauffeure, die Feuerwehrleute. In London wohnen sie alle nicht in der Stadt, sondern kommen hinein und gehen abends wieder raus. Diese Tagung geht vom Postulat aus, dass die Stadt ein möglicher Lebensraum für alle sein soll. Unser Thema ist also nicht ob, sondern mit wie, mit welchen Mitteln wir das hinbekommen sollen. Braucht es staatliche Interventionen? Wenn ja, welcher Art? Wir haben schon welche, warum greifen die nicht? Welche Alternativen gibt es? Welche Positionen vertreten zum Beispiel die Vereinten Nationen, die Forscherinnen und Forscher an der ETH, Planungsbüros in London, in Hongkong, in Hannover? Welche Haltung vertreten die Stadt und der Kanton Zürich, Politik und die Juristen und Juristinnen? Wir haben ein sehr aufwühlendes Keynote-Referat gehört von Saskia Sassen und ich denke, wir werden in der Diskussion auch darauf zurückkommen. Wir werden pendeln zwischen globaler und lokaler Sicht, wir werden Visionen entwerfen und Praktikabilitäten prüfen, konkrete Beispiele betrachten, Ideale und Praxis vergleichen. Ich werde versuchen, diese losen Fäden zusammenzubringen. Wir werden zwischen Sprachen hin und her springen, Deutsch und Englisch,
Jeder spricht das, was er oder sie am liebsten spricht. Wenn Sie dann Fragen haben, stellen Sie sie bitte, wenn möglich, in der Sprache der Person, die Sie ansprechen, und sonst werde ich versuchen zu übersetzen. Denn Sie, meine Damen und Herren, sollen auch mitdiskutieren. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Das erste Podium. Das erste Podium hat den Titel Stadt, Fokus und Vision. Das heißt, was soll und was kann eine Stadt leisten und für wen? In diesem Podium geht es also nicht primär um die gebaute Stadt, sondern um die Kräfte und die Mechanismen, die zu dieser gebauten Stadt führen. Ich werde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums vorstellen. Jeder wird ein ganz kurzes Statement, vielleicht 5 Minuten halten, und nachher steigen wir in die Diskussion ein. Zuerst nur hier und dann aber mit Ihnen. Das heißt, ich bitte Sie doch, Ihre Fragen und Anmerkungen sich gut zu merken, denn Sie werden Gelegenheit haben, mitzudiskutieren. Nun, zu meiner Linken, Claudio Acioly. He is an architect, urban planner and development practitioner. He joined UN Habitat in 2008 as Chief Housing Policy. And in this function, he led the housing policy work of UN Habitat in different countries, such as, for example, Cuba, Ghana, Malawi, El Salvador, Uganda, Vietnam, Nepal, Ecuador. Currently, he is the head of capacity building of UN Habitat, leading global programs about capacity building, institutional development and policy change. On this side, Jacqueline Badran. Sie ist von Haus aus Biologin und Ökonomin, Staatswissenschaftlerin. Seit 2000 hat sie eine eigene Firma in Zürich, die CX AG, die sie mitbegründet hat und die sie leitet. Sie war davor in unterschiedlichen kantonalen Verwaltungen beschäftigt, also in Zürich und in St. Gallen. Sie ist politisch aktiv in der SP. Sie war unter anderem Mitglied des Gemeinderats der Stadt Zürich und auch der Rechnungsprüfungskommission, der Stadtentwicklungskommission. Heute ist sie Nationalrätin und unter anderem auch, aber in diesem Zusammenhang vielleicht noch relevant, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands. Ganz zu meiner Rechten, Dr. Jennifer Duyne Barenstein. She is a social anthropologist. And she's doing research at Wohnforum, ETH Wohnforum. Her domains of expertise, are socioeconomic, cultural, and gender dimensions of housing. We have heard this morning that gender is an issue. Informal settlements, disaster risk management, and issues related to social vulnerability, tenure security, displacement, and housing rights. She also has field experience, 12 years of field experience as a researcher and as a consultant, for example, in India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, the Philippines, Haiti, Argentina. We have some cross sections here. Nicaragua, Mexico, Cuba, Bolivia, USA, Ukraine, and Italy. And last but not least, Corine Mauch, die die Zürcherinnen und Zürcher alle kennen. Sie ist nämlich unsere Stadtpräsidentin. Sie ist von Haus aus Agrarökonomin und Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin. Auch sie hat in verschiedenen Verwaltungen gearbeitet und auch an der ETH in der Forschung. Sie war Leiterin der Geschäftsstelle der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie. Sie ist ebenfalls in der Sozialistischen Partei. Sie war ebenfalls Gemeinderätin der Stadt Zürich, Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission und heute eben unsere Stadtpräsidentin. Sozialdemokratische Partei. Oh. Das wird ja furchtbar. Ja. Na, mal schauen, was alles klar wird. Dann würde ich jetzt aber sagen, ich habe genug gesprochen, jetzt sind die anderen dran. Bitte, ich glaube,
Sie fangen an, Claudio. Okay. You have the word. You can start with Yeah, your statement. Thank you. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here with you in Zurich and participate in this important debate, which is the challenge of making our cities inclusive and making housing accessible and addressing the issue of land. Many already mentioned the scarcity of land. Incredible, huh? We live on cities that have lots of land, but we speak about scarcity. So I prepared some slides, and so if you can put on the slide, please. Housing at the center of the new urban agenda, the SDG 11, the Sustainable Development Goal 11. Why housing at the center? I'll make a case why. We're talking about sustainable and planned urbanization, but the data is telling us that cities are consuming more land than needed to accommodate this growing population. All over the sample of 200 cities that I will share with you, cities are growing in this way: fragmented, spread urbanization, inefficient, unsustainable, and consuming 2.5 more land than the rate of population growth. So the land cover of cities are actually growing at a much faster rate than population growth rate. Interesting. And there are countries like Mexico where investments in housing move from 7 kilometers from the city center to 37 kilometers from the city center. Are we building cities? Why is that? Well, easy. Land is cheap in the periphery. Now, we're promoting the idea of the sustainable city growth, where there is land available inside the land, and we can promote some organic growth of cities, provided that we have the right instruments to address the issue of scarcity of land for urban development. So, what do we mean for housing? First of all, we're talking about housing, so let's be clear about that. We're talking about a very sophisticated system, an economic sector that touches every single aspect of the economy of a country. So we're talking about land, labor, finance, infrastructure, and land. Yes, land with a regulatory framework and institutional framework, where we connect it through policy and we make land available for adequate, affordable housing. Land, land, land. If we want to solve problems in cities, we need to address land, land, land. Now, we also, from the UN perspective, there is countries like Switzerland and the member states have recognized the right to adequate housing as formulated in an international instrument. And it reads like that: the right to live somewhere in peace, safety, and dignity with access to basic infrastructure in a location that allows adequate access to jobs and opportunities in urban service, all at an affordable price. And as you can see, accessibility in location, one of the 7 dimensions, directly relates with the issue of land. So if we don't have land, we cannot build cities, we cannot build housing. So land is a fundamental question for us to address the challenge of sustainable urbanization and access to adequate housing. I was asked to make a declaration for the EU politicians, and they gave me 1 minute to make a declaration and a statement. And my statement was, make cities with the instruments available so that they can intervene in the public and the private domain of land, so that land can be made available for building social housing, so that Europeans don't lag behind as they are more and more lagging behind, because affordability is an issue in European cities. So I speak about an affordable housing crisis. Why? The 200 cities sample, as you can see where they are located. I'm not going in details because of the time how we came to this 200 sample of cities, show the dramatic reality. And I'm just going to show one of the dramatic realities. Every single column in this graph is a city. And using the indicator of house price to income ratio, which means it reads how many years
of 1 year of household income I must save in order to be able to buy a housing unit in a particular market, a standard housing unit. So you see here in this city, a household in this city has to save 12.1 annual household income. Can you imagine? So 12 times your annual income in order to be able to afford a standard housing in the city. And only these cities here where housing is below the threshold of 3. We consider as a affordability, housing affordability, house price to income ratio 3. Well, I'm not going detail, but in rental housing, the same story. And then we flipped around the data and we said, okay, let's separate the cities by income and see what we find. What we found in all the cities, housing is not affordable through the ownership and is not affordable through rental. Where do people go if they cannot rent and they cannot own? Easy. We see very clear. So the result is that in the 200 cities, house price to income ratio is all above 3. When divided by income, all cities, house rent is consuming more than 25% of household income. Thus, housing is unaffordable, both in rent and ownership. The housing sector in these cities are restricted, so you see all these things. Overcrowding, formal housing, slums, poor housing management, and so on and so on. And surprise, surprise, if you see Paris now, Paris has slums, as we see in other places of the world. And many European cities are facing that challenge because people can't afford anymore. So we argue the lack of affordable housing leads to informal urbanization, growth of slums. Of course, that the level of slum and informality you find in Amsterdam is different than you find in Rio de Janeiro or in other cities. But informality is coming more and more frequent in the housing sector in the cities. So physical and spatial manifestation in the landscape, dynamic informal land and housing markets, so you can see it, you can feel it. Saskia in the beginning said, well, there are things we cannot see, it's not visible, but it's there. And the geography of inequality and segregation. And then you see this kind of cities, 2 cities in one, or a city like that where people somehow find housing through informal mechanisms of land and housing. Now, why housing at the center, to finalize my story? Well, because we argue the following. Any investment in housing will have a dramatic impact on the market, on the physical form of structure, on the functionality of cities because of the amount of resources that it generates and immobilizes. So we argue that if we put housing at the center of our strategy, we will be able to realize the Sustainable Development Goals and the new urban agenda that have been adopted by the countries, including Switzerland. So here we have one of the major targets is about providing affordable housing for everyone and improve the conditions in slums till 2030. Yeah, it's an ambitious, of course it's an ambitious agenda. So, conclusion. In order for us to realize and transform our cities in a sustainable city, we need to address the supply of land at scale. We need to equip local governments and national governments with the instruments to intervene in the public and the private domain of land so that land can be made available for building affordable housing. We need financing, infrastructure, and housing. Financing instruments, making housing finance affordable to those who have an available income but are not eligible to go to the mechanism of securitization that Saskia mentioned in the beginning. And having a proper urban planning that makes land plan. And there is where we need legal and fiscal instruments. And then the political will and the political guts to intervene because we know landowners and the political sphere, they are sometimes very well connected. I was working in the Philippines many years ago. They had an incredible setup for urban development in the country. And it was very interesting. They had all the institutions, all the mechanisms, democratization, incredible. But they never managed to pass the land and urban planning land use law. And why is that? The politicians that are in the parliament
are the same landowners that will not approve anything that diminish their power over the land or restrict their gain on wealth and richness that they get from controlling the land stock. And that is the reality of our cities. So this is my talk. Thank you, Claudio. Only one question, and then we go on with the statements. You talked about guts to intervene, but maybe it's not about guts. I mean, there seem to be, in some places at least, the legal instruments that could provide a better and more sustainable city development, but they are just not practiced. What does it need to get them into practice? Okay, I'll just give a flavor so that my colleagues in the panel can also bring their insights. Two countries, one is not a good example at the moment, but Brazil and Colombia have developed, after their democratization process, very sophisticated instruments that have been adopted in laws, national laws, which provides municipal governments with the instrument to intervene in what we call the property rights regime of land. In the case of Brazil, two instruments became very powerful, and it all depends on how far a progressive mayor, because mayors in Brazil are above the mayor in Brazil, it's a little bit like you have here in the cantons. So there is comparison between the municipal governments and the cantons of Switzerland, which is the autonomy that the cantons and the municipalities have. Above the mayor, only the law. So mayors and municipalities have a lot of autonomy to implement things. So the Statute of the Cities gave two instruments, and one of them is about the right that the city has to determine whether particular developments can be given air rights for people to increase their floor area ratio and create more densification in parts of the city under conditions. But how do you do that? You do like this, basically. This is a piece of land. The land use say you have a floor area ratio 1 attached to that land. But actually, because of infrastructure and because of the land use, you can do floor area ratio 2, which is 2 times the plot area. Imagine you have 1,000 square meter plot, you can build 2,000 square meter plot there. And then you have the setbacks and all, but you can build that volume of construction. But what did they do there? They separate the right to own that land from the right to build. The right to build is given by you, municipality. It's not mine because I'm just a landowner. In the States, you buy the land, the right to build is associated and don't touch it in the US context. But in other places, it's not like that. The right to own is separate from the right to build. So, the land use plan, like in São Paulo, they approved an incredible urban development plan with a lot of political debates because the politicians were against before, but they approved. The entire city is floor area ratio 1. What does it mean? That the city has given to all plot owners, land owners, property owners, the right to build automatically when they are owner of a plot. But then, in São Paulo, you can build floor area ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, because it's a high density city. This extra floor area ratio does not belong to you. It belongs to me, the municipality that protects the public good, because the air right does not belong to a single owner. It belongs to the community. And therefore, if you as a landowner wants to buy that extra air right, you need to go to the property markets, the municipality regulates, there are rules and regulations. You buy that right to build, and that money that comes from that transaction goes into a bank account that is managed by the municipality to either improve
the infrastructure in this area or build social housing for those who are lagging behind? Well, you can imagine that putting that into practice, you putting your hands as a mayor in a VESP house. Do you agree with that? Okay, now that is Mehrwertabschöpfung für Fortgeschrittene. We will certainly come back to it. But now, the second statement. Jacqueline Badran, please. Well, thanks a lot for my upfront two speakers. That makes me feel less lonesome in this field of property and from real estate. Maybe two remarks to Saskia Sassen. I'm glad you're here. In Switzerland, foreign capital is not allowed in. It is not allowed into real estate market. That's a law we have. It's called Lex Koller. And it could be in my political career that I already mentioned that is a very, very good law that literally one had to save from demolition and should be exported all over the world. And it's not like that. I mean, there are many, many countries, they are looking for regulation. The Canadians, they tax foreign real estate capital. Australia has sort of a Lex Koller now. New Zealand has one, so it's all over the world. And the second remark is, you were talking about mortgage-backed securities. I mean, it's getting worse. The same who had those mortgage-backed securities having now rent-backed securities. Blackstone's buying 10,000s of houses in the USA and having rent-backed. I mean, that is really dramatic, and I'm glad that you focus on things like that. Well, grüezi miteinander. Wenn wir von Boden, Immobilien, Stadtentwicklung, Gentrifizierung, Raumplanung und dergleichen reden, sprechen wir immer über eines. Wir sprechen über eine primär essentielle Güterklasse. Allein dadurch, dass ich existiere, brauche ich Boden als Produktionsfaktor für meine Nahrung und weil ich darauf rumlaufen muss, zum Wohnen, zum Arbeiten. So wie Wasser und Luft brauche ich Boden zum Existieren. Das sind auch alle drei primär essentiellen Güterklassen. Ökonomisch gesprochen zeichnen sich diese drei Güterklassen durch Zwangskonsum aus. Ich kann nicht wohnen. Es gibt eine deutsche Satiresendung, die hat einen Verein gegründet für das Nichtwohnen angesichts der steigenden Immobilienpreise in Deutschland. Man kann eben nicht wohnen. Anders als Wasser und Luft, die beide theoretisch zumindest in beliebiger Menge da sind, kann Boden ja nicht vermehrt werden und ist beschränkt. Deshalb gibt es dafür ein eigenes ökonomisches Fach, die Bodenökonomik, die es leider an der ETH nicht gibt. Ein kleines Versäumnis. Und wenn man über Bodenökonomik spricht, dann landet man automatisch bei der Bodenrente. Den leistungsfreien Ertrag, den ich auf den Boden erzielen kann, allein aufgrund der Tatsache, dass ich ihn besitze. Rente ist ein Terminus technicus, den Sie vielleicht kennen im Zusammenhang mit dem Begriff Monopolrente und ist definiert durch seine Leistungsabwesenheit. Sie kennen alle die Formen der Bodenrente bestens. Es ist der Pacht- und Ernteertrag, es ist der Planungsmehrwert, es sind die Infrastrukturgewinne, also diejenigen Mehrwerte, die man durch Investitionen der öffentlichen Hand erzielt. Leider völlig out of Debatte. Es sind die Mieterträge und die Verkaufsgewinne. Geschätzte Damen und Herren, da draußen, und zwar auf der ganzen Welt, tobt ein Krieg um diese Bodenrente. Alle wollen ein Stück von diesem gigantischen Kuchen. Hat wunderbar beschrieben worden. Und übrigens, es ist ja interessant, das war ja schon immer so, vergessen wir nicht, dass sich die Feudalgesellschaften auf der
auf dem Bodeneigentum gründete, also der Adel ihre Privilegien allein aufgrund des Bodenbesitzes bekam. Nun ist es naheliegend, dass weltweit ein Krieg um diese Bodenrente tobt. Handelt es sich doch um das mit Abstand größte volkswirtschaftliche Gut. Ich mache eine Schätzfrage. Sind ja hier Experten. Wie viel schätzen Sie, ist der Wert des Bodens und der Immobilien in der Schweiz? Wer wagt es, eine Schätzung zu machen? Sie müssen sich nicht schämen, der Wirtschaftsminister, der ehemalige Schneider-Ammann wusste es auch nicht und der aktuelle Wirtschaftsminister weiß es auch nicht. Der Herr Parmelin, die haben keine Ahnung. Wie viel ist die Maschinenindustrie wert oder die Pharmaindustrie, weiß das jemand? Ein paar 100 Milliarden. Wie viel ist der Boden wert? Komm, ein ETH-Architekt soll doch schätzen. 1000 Milliarden. Nicht schlecht, habe ich schon schlechtere Schätzungen gehört. Zum Beispiel vom Wirtschaftsminister. Es sind 4 Billionen. Das sind 4000 Milliarden. Das ist unser Boden und die Immobilien drauf wert, allein in der Schweiz. Ich meine, dieser Kapitalstock wird verzinst, logisch, oder? Von den Mietenden, von den Käufern, von wem auch immer, dieser wird verzinst und der wächst jedes Jahr vor sich hin, ohne dass irgendetwas investiert wird. Einfach so, dieser Kapitalstock. Und dieser wachsende Kapitalstock wird von uns wachsend finanziert. Und das Wachstum des Kapitalstocks wird von der öffentlichen Hand finanziert. Infrastrukturen. Macht so, die ganze Zeit. So, jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Ganz ein kurzes. Wenn der Staat, die Gemeinden, Kantone, der Bund, alles dieses Land und Immobilien auf einen Schlag kaufen würde, 4 Billionen, und zu 2% einen Nutzungszins darauf verlangen, einen Baurechtszins, um die Nutzung dieses Boden und dieser Immobilien verlangen. Was würde passieren? Wir könnten sämtliche Steuern abschaffen. Die Einkommensteuer, die Vermögenssteuer, die Gewinnsteuer, die Mineralölsteuer, die Tabaksteuer. Ziemlich egal, beliebig, alle Steuern. Und wir hätten immer noch mehr Ertrag. Verstehen Sie, wir reden von solch einer Bodenrente. Das ist gigantisch. Die wir alle, die hier sitzen, übrigens bezahlen. Es ist nicht nur das größte volkswirtschaftliche Gut, das wir haben, sondern dieser Boden und die Immobilien, sondern die Wohnkosten sind für 90% der Bevölkerung mit Abstand der größte Posten im Haushaltsbudget. Wenn wir also über Stadtentwicklung, Raumplanung, Gentrifizierung, Verdichtung etc. reden, kommen wir nicht darum herum, die ökonomische Frage zu stellen. Und damit die Eigentumsfrage. Also die Schlüsselfrage ist, wer baut warum, was, aus welchen Motiven für wen? Sind es Kapitalverwertungsgesellschaften wie börsenkotierte Immobilienfirmen, Pensionskassen oder Immobilienmilliardäre? Übrigens die Hälfte aller weltweiten Milliardäre sind mit Immobilienmilliardäre geworden. Einer davon sogar amtierender Präsident der Vereinigten Staaten, die allein dem Ziel der maximalen Rendite verpflichtet sind, oder sind es Menschen, die Lebensraum für Menschen bauen wollen? Und die zweite Frage ist, wer bekommt die Schlüsselfrage, die Bodenrente? Cui bono, das ist eine der essentiellsten Fragen in der Politik. Cui bono, wem nützt es? Die Hauptantwort liegt in den Eigentumsverhältnissen. Wem gehört der Boden? Sollte es nicht sowieso denen gehören, die von ihm abhängig sind und die die Bodenrente auch finanzieren? In unseren modernen, liberalen, demokratischen Rechtsstaaten gehören eigentlich alle essentiellen Güterklassen, also auch die sekundären wie Bildungsinstitutionen, Spitäler, Strom, Verkehrsinfrastruktur, Post und so weiter, der öffentlichen Hand. Vor
der Liberalisierungs- und Privatisierungswelle, zumindest, also die letzten 100 Jahre. Sind also im Volksvermögen. Warum eigentlich ist ein Teil des Bodens im Privatbesitz? Das ist eine Schlüsselfrage. Seit 20 Jahren bin ich jetzt Immobilienpolitikerin. Und ich versichere Ihnen, es ist ein einsamer Job. Auch von der ETH in Forschung und Lehre keine Unterstützung in diesem Bereich, was ich wirklich bedauere. Viele Jahre habe ich nach guten Regulierungen gesucht. Wo schraube ich, wo muss man rumschrauben, damit das herauskommt, was wir uns alle zusammen wünschen? Weil die Wünsche, da findet man schnell eigentlich eine homogene Meinung, man findet schnell eine Einigung. Und in der Raumplanung, in der Steuerpolitik, im Mietrecht und so weiter, hat überall Stellschrauben. Und je mehr ich an diesen Stellschrauben rumstudiert habe und selber rummechanisiert habe, komme ich immer wieder drauf, man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Schluss vom Tag entscheiden die Eigentumsverhältnisse. Nur wenn die öffentliche Hand genug Land besitzt, hat sie die Möglichkeit, echt zu steuern und echte Gebietsentwicklung zu betreiben, Gentrifizierung zu verhindern, Durchmischung zu gewährleisten, Verdichtung menschenverträglich zu gestalten, zu bestimmen, was genau auf ihrem Grund und Boden passiert, was wer für wen baut und die immanent wichtige ökonomische Verhältnisse steuern. Das ist der allergrößte Hebel in der Politik, damit wir unseren Lebensraum so gestalten können, wie wir es gemeinsam wollen. In dem Sinne empfehle ich als Hauptmaßnahme den Gemeinden und jedem Land auf dieser Welt, Gemeinden, kauft Land und Immobilien und gibt sie im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger. Dann nämlich bauen Menschen für Menschen, dann nämlich können Städte gerechter wachsen und lebenswerter bleiben. Danke. Herzlichen Dank, Jacqueline Badran. Jetzt haben wir schon zwei Modelle gesehen. Einerseits das Beispiel von Sao Paulo mit dem Höherbaurecht, was quasi dann wieder der Öffentlichkeit gehört, oder eben der Ruf nach mehr Grundbesitz für die Allgemeinheit. Wir gehen gleich weiter and we jump into the international field again with Jennifer Duyne Barenstein, please. Yes, I think I also come there, follow the tradition. Yes, good morning to everybody, and thank you very much for giving me this opportunity to talk to you this morning. And as I was already introduced, my main experience and my main professional years and academic years I have spent in the so-called Global South. And that's why I would like to come back to that topic and to that area where I have more expertise and also where I think, in spite of everything, the major challenges still are today. And I would like to come back to the definition of what is adequate housing. We heard adequate housing is a human right, but perhaps it's one of the most violated human rights we can talk about, because, and again, when we think about where all these millions, billions of people who are deprived of adequate housing are living, we are actually, again, shifting our attention to the Global South. And so what can actually we do? So what is the situation? First of all, we have adequate housing. What does it actually mean? My colleague Claudio has already mentioned there are several issues, several criteria that define adequate housing, and I think it's very important to look at these criteria and to disaggregate this concept of adequate housing, also to look what can actually be done in this domain. So first of all, we heard already we have housing. Adequate housing means, first of all, a legal security of tenure, and we know that the way insecure tenureship expresses itself is perhaps very different in Europe than in the Global South, but it is a very major problem. I mean, the fear of being evicted is something very dramatic for people and, of course, prevents them to
to evolve, to live, to make a proper life. The second criteria is, of course, the availability of services. And I want to come back to that because it's perhaps one of the issues that has not yet been discussed today very much. I mean, land without adequate services is not really as valuable, of course, as land where services are available. Affordability, we have already heard a lot about that today, but it is, of course, all related to these different dimensions: habitability, accessibility, location, and cultural adequacy. So what can actually be done? And I think here it's important to come back to this idea of disaggregating the concept, because in this way we can also look at what can be done in specific domains. First of all, legal security of tenure. Cities can do something. If we think that about 800 million, it's estimated, of people live in informal settlements without legal security of tenure, the first thing that cities can do is, of course, providing legal security of tenure. This is something that can be done and is done in many cities in the world. For instance, in Bogota, over the last 15 years, more than 1,250 informal settlements have been legalized. I mean, this is an extremely important step, first of all, by recognizing the legal existence, the legitimacy of a settlement, of a neighborhood to exist, means also bringing infrastructure and services. So the process of legalization of informal settlements comes with the process of making these citizens visible and also recognizing the right to adequate services. But of course, in addition to that, if people have legal security of tenure, they also are interested to invest in their housing. We see very often in informal settlements, housing maybe is very precarious, but still there is a dish antenna, still there is a television. So people, if they don't have legal security of tenure, they invest in assets which they can take away in case they are evicted. But the moment they have legal security of tenure, they might also start investing themselves in improving their housing condition. So that's one aspect that can be done, and I think many cities should actually follow that example. But then an important issue is the availability of services. There is no adequate housing, there is no right to housing, and no housing is adequate without access to basic services such as water, sanitation, energy, and transport also. And we know that 70% of the citizens in the Global South do not have access to one or more of these services. And this is something that can be done, and it's not only a way of making cities more just and more equitable, but it's also a way of making cities more productive. So just take as an example water. We spend, lower income households, the lowest income households with the minimum wage in Europe spend about 0.1% for water. But citizens in Ethiopia, poor citizens in Ethiopia spend 15% of their budget for water. In India, they spend up to 20%, and in Madagascar, even 45%. So if you don't have water, and if so much of your budget is going away for water, what can be left for housing? And can we talk about adequate housing without having access to water? So this is a very essential service, and it's a service that many people are deprived. It's worth to invest in water. For instance, according to the World Bank, if a country invests 0.3% of its GDP in making water accessible, there is a GDP growth of 1%. So there is really a strong multiplier. It's worth giving this human right to people also because it makes a city more productive, it allows economic growth. The second important service we have to think about is transport. Again, if we look what people spend, what poor people spend for transport, it's just terrible. So we can see in the Global South, in average citizens spend 8 to 16% of their budget for transport, but poor people spend up to 30% of their budget in transport. So again, how can we talk about equitable cities, about inclusion in the cities if poor people are forced to spend such an amount in transport? Again, we see that not providing access to transport to people who are forced to live in the peripheries, we know that's another big problem. If they don't have transport, they are not allowed to, they are deprived of a very important right,
and they are also, and again, this is another of these factors that make cities less productive. We know today, of course, also that the lack of public transport system also leads to pollution and with extreme health consequences that again can be and are increasingly converted into economic costs. For instance, in India, it is estimated that pollution causes a loss of the 1.7% of the GDP per year. So not investing in public transport is a big loss. Traffic congestions is increasingly also converted into economic losses, and in Beijing and Sao Paulo, it's estimated that 10% of the GDP is lost due to traffic congestion. So again, it's not only a matter of increasing equity and accessibility and inclusion in the city, it's also a matter of public health, it's a matter of a healthy economic city. Further, of course, when people are forced to live in the urban periphery, there are other major problems that affect everyone. Social spatial marginalization, growth outside of the city center means urban sprawling. Again, urban sprawling is not only affecting poor people very much, but is affecting the prosperity of a city as a whole. And here we don't have I couldn't find general data about the cost of urban sprawling, but it is estimated that urban sprawling in the United States costs to the country $1 billion per year, which corresponds to 5% of its GDP. So urban sprawling is not only exclusive, is not only causing social spatial marginalization, is also causing a tremendous cost to cities. So there is a great potential then to make cities more productive and more inclusive by improving public transport. And, but the last but not least, this has already been mentioned, of course, a lot this morning, but making land available in the city centers is essential to make cities more inclusive and also to address other problems like pollution, traffic congestion, and all the causes that are there. And this can be done. We know, for example, that the city of Zurich is doing a lot to make affordable housing available in the city center by giving the possibility of housing cooperatives to build housing on public land. This is certainly a good example, and it's not only something that is being done in Switzerland, it's also done, for example, in Uruguay. Uruguay is a country outside, it's coined very often the Switzerland of the global south because it has a very strong housing cooperative movement, which has many similarities with the Swiss housing cooperative movement. And similarly, this movement, cooperative housing movement, could flourish, could emerge thanks to the support of the government through the national housing law, but also very much thanks to the support of the municipality, which makes land available to the housing cooperative movement. And increasingly so, whereas in the past when there was perhaps less sensitivity towards the issue and the consequences of urban sprawling, land was made available more in the city peripheries. Increasingly also in Montevideo, in Uruguay, the municipality is making land available in the city centers so that lower income people can live in the city center, integrated in the city center, close to their jobs and to their livelihood opportunities. So that can be done. It is done. Again, we see there are points in common, both in terms of problems, but also in terms of solution of what can be done. So, what is interesting also, Uruguay is not only a country that has a similar or many points in common with the housing policy in Switzerland, but it is also the wealthiest country in Latin America. It's the country with less percentage of slums, with the best housing quality and the highest GNP per capita. So we see investing in housing, making housing affordable to the people, respecting the right to adequate housing, makes also a country much more prosperous. The same can be said about Bogota. Bogota has done tremendous efforts. We have an ongoing research project there to improve to make infrastructure and services available to everybody. It has invested tremendous amounts in public transport. It has legalized informal settlement. It has brought informal infrastructure and services to everybody. And this has been paralleled at the same time with the tremendous economic growth. The GNP per capita increased from $2,700 to $9,100 over a decade. So it's quite and inequality. Bogota is still one of the most unequal cities of the world, but inequality has decreased dramatically by 33%. So again, it shows that
investing in infrastructure and service, investing in entitling people to adequate housing also leads to overcoming inequality very clearly and to economic growth. So just to conclude my brief presentation, my brief talk, making cities more equitable and respecting the right to adequate housing is not only socially and ethically a moral obligation for states, but it's also a good strategy to make cities more prosperous and more economically viable. Thank you for your attention. Dankeschön. Wenn ich versuche, einen Bogen zu schlagen über die drei kurzen Statements, die wir gehört haben, da fällt mir auf, da geht es sehr stark immer wieder um die Rolle der Gemeinschaft, aber auf lokalen Ebene. Also was können die Städte, was können die Gemeinden tun, um wirklich lokal etwas zu bewirken und die Situation zu verbessern, also wirklich die Menschen in die Stadt zurückzubringen zu erträglichen und bezahlbaren Konditionen. Nun, wir haben Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich hier, die vielleicht etwas auch zur Situation in Zürich dann ganz konkret auch sagen kann. Nein, ich habe keine Folie. Nicht, dass ich wüsste, oder habe ich? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende am Podium, liebe Gäste, ich wurde gebeten, ein paar Gedanken zu äußern zum Thema sozialverträglich verdichten. Wie geht das? Wir haben gehört, Städte wachsen, nicht nur in der Schweiz, weltweit wachsen die Städte. Die Stadt Zürich, der Stadtrat begleitet und unterstützt dieses Wachstum grundsätzlich in vielfältiger Form. Er begrüßt aus Nachhaltigkeitsüberlegungen das zentrale raumplanerische Anliegen des Kantons, nämlich dass Verdichtung in erster Linie dort stattfinden soll, wo es gute Verkehrsanbindungen bereits gibt, wo Land bereits bebaut ist, das heißt in städtischen Gebieten und nicht oder in bebauten Gebieten und nicht auf der grünen Wiese. Mit dieser Entwicklung nach innen in den urbanen Gebieten kann nämlich die Zersiedlung, die wir negativ wahrnehmen, eingedämmt werden. Wir wollen die Natur- und Grünräume weiterhin bewahren. Ein weiterer Punkt ist, in der Stadt gibt es leistungsfähige Infrastrukturen. Wir haben das auch gehört. Die öffentliche Hand investiert in Verkehrsinfrastrukturen, in Schulen, Kindergärten und so weiter. Das ist alles in der Stadt auf dichtem Raum vorhanden. Bei uns in Zürich gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohnerinnen und Einwohner und die starke Zürcher Wirtschaft bewirkt auch, dass diese weiterhin zunehmen. Bei uns, und das ist ein ebenso wichtiger Punkt, in der Stadt gibt es tragfähige soziale Strukturen, ein hohes zivilgesellschaftliches Engagement, das das gute Zusammenleben in der Stadt und in den Quartieren sicherstellt. Und wir kommen zu den Instrumenten. Es gibt in der Stadt Zürich bereits in der gültigen Bau- und Zonenordnung noch genügend Platz und ausreichende Kapazitäten für das Bevölkerungswachstum. Das alles bedeutet ein beträchtliches Wachstum in den Kernstädten wie Zürich. Wie aber, und da kommen wir zu einem zentralen Punkt, wie aber gewährleisten wir, dass dieses Wachstum in qualitätsvolle und nachhaltige Bahnen gelenkt wird. Denn letztlich geht es um die Menschen in dieser Stadt, letztlich geht es um ihre Lebensqualität in der Stadt. Der kommunale Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen und die Revision des kommunalen Richtplans Verkehr sind zwei Instrumente, mit der wir diese Entwicklung steuern können. Der Stadtrat unterstützt dabei ganz spezifisch auch die Verdichtung im städtischen Raum, wenn es um Wohnungen
geht bei den gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften mit dem Ziel, eben mehr Wohnungen zur Kostenmiete zu schaffen, sodass das Ziel, das wir in unserer Gemeindeordnung verankert haben, 1/3 gemeinnützige Wohnungen, dass wir das erreichen können. Mindestens. Ersatzneubau, ja, so steht es jetzt in der Gemeindeordnung, das weißt du besser als alle anderen. Ersatzneubauten auch bei gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften sind nötig, denn es gibt praktisch keine unbebauten Flächen mehr in der Stadt. Und auch das haben wir gehört, der Erwerb von Liegenschaften oder von Land durch die Stadt oder Genossenschaften ist oft mit sehr hohen Preisen konfrontiert. Mit den Ersatzneubauten bei gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften profitieren inskünftig somit mehr Menschen von Wohnungen zur Kostenmiete und damit, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch langfristig von günstigen Mieten. Aber, und ich komme zurück auf diesen Punkt, diese Verdichtung muss sozial nachhaltig erfolgen. Die Stadt Zürich hat bereits im Jahr 2015 aus diesem Grund einen Leitfaden erstellt, Erfolgsfaktoren sozial nachhaltiger Sanierungen und Ersatzneubauten, weil wir bauen in der Stadt im Bestand. Sie hat darin Handlungsmaximen formuliert, worauf bei einem sozialverträglichen Vorgehen geachtet werden muss, und dieses Vorgehen ist losgelöst von der Eigentümerschaft. Das betrifft die öffentliche Hand, die Wohnungen und Land besitzt. Es betrifft gemeinnützige Wohnbauträgerschaften. Es betrifft aber auch Private. Bei Ersatzneubauten oder Gesamtsanierungen ist natürlich auf die Kosten zu achten, denn wenn wir die Kosten möglichst tief halten können, dann können auch die Mieten günstiger ausgestaltet werden. Dann die Frage der Abfederung von sozialen Härtefällen. Dazu können wir beitragen, das zu vermeiden, indem beispielsweise Etappierungen vorgenommen werden, indem Ersatzangebote angeboten werden und ergänzende Unterstützungsangebote, insbesondere für vulnerable Mieterinnen und Mieter. Und ein dritter Punkt, ein enorm wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, eine sehr frühzeitige Kommunikation gegenüber der Mieterschaft. Wir haben in den Vorständen von Wohnbauträgern, von gemeinnützigen, auch städtische Vertretungen, und diese sind verpflichtet, dort sich für die Beachtung dieser Faktoren stark zu machen. Die Stadt Zürich kann auch gezielt sozialpolitisch Einfluss nehmen und die soziale Durchmischung fördern, etwa, und dann sind wir wieder bei der Eigentumsfrage, etwa bei der Vergabe von Baurechten, also Land, das der Stadt gehört, das an gemeinnützige Wohnbauträgerschaften abgegeben wird, bei der Vergabe von Baurechten oder auch bei der Erneuerung von Baurechten, indem wir Auflagen machen, beispielsweise die Subventionierung von rund 1/3 der Wohnungen für Zielgruppen, die es auf dem Wohnungsmarkt eben ganz besonders schwer haben, oder zusätzlicher Wohnraum, der durch das Sozialdepartement auch an solche Zielgruppen vermittelt werden kann. Gemeinnützige Wohnbauträgerschaften haben, so sind wir überzeugt, besonders gute Voraussetzungen bei der Verdichtung eben sozial nachhaltig zu handeln. So werden bei den meisten Genossenschaften die Ersatzneubauvorhaben durch die Generalversammlung müssen breit abgestützt werden. Somit kann das nicht vernachlässigt werden. Ein Vorstand einer Genossenschaft muss ein sozialverträgliches Vorgehen planen, sonst kriegt er keine Zustimmung zu seinem Projekt. Er muss von der Notwendigkeit eines geplanten Ersatzneubaus und vom Nutzen eines geplanten Ersatzneubaus überzeugen können. Er muss sozialverträgliche Begleitmaßnahmen aufzeigen für die betroffenen Mieterschaften, und er muss sicherstellen können, dass er auch künftig attraktive Mietzinsen in den Neubauten garantieren kann. Die Stadt Zürich, ein weiteres Handlungsfeld,
unterstützt fallweise bei drohendem Wohnungsverlust bei Bedarf Mieterschaften mit Informationsangeboten für die Wohnraumsuche. Sie berät insbesondere sozial benachteiligte Menschen, die es eben, wie gesagt, besonders schwer haben auf dem Wohnungsmarkt. Das können teilweise auch ältere Menschen sein, die große Mühe, die vielleicht aus einer günstigen, großen Wohnung ausziehen, weil die Kinder nicht mehr da sind, die aber dann also einfach in der Praxis Mühe haben, eine kleinere Wohnung zu finden zum gleichen Mietzins. Das ist ein großes Hindernis. Also hier können wir Unterstützung bieten und sie kann auf Nachfrage der Mieterschaft, das wurde in den verschiedenen Fällen bereits gemacht, auch temporär ein Mieterinnen- und Mieterbüro einrichten mit Beratung, mit Angeboten und bei Wohnungsnotfällen konkrete Angebote machen mit dem eigenen Wohnungsbestand. Und ich möchte zum Abschluss diesen Link noch herstellen zum Referat von Jacqueline Badran. Ich habe von grundsätzlichen Prinzipien beim sozialverträglichen Verdichten gesprochen, losgelöst von der Eigentumsfrage, wenn wir darüber sprechen, wie können wir die Durchmischung in der Stadt gewährleisten, wie können wir dafür sorgen, dass eine Stadt eben inklusiv ist und nicht exklusiv ist, dann ist das natürlich dort am besten möglich, wo wir den Boden besitzen. Weil dort, es geht nicht nur um den Besitz als Besitz, sondern über die Bestimmungsmacht, dass wir darüber bestimmen können, was passiert mit diesem Boden, zu welchen Konditionen werden Wohnungen erstellt und vermietet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Tja, meine Damen und Herren, wir haben es mit einer aus meiner Sicht schwierigen Situation zu tun, denn die Zeit ist uns total davongeritten. Die ganz kurzen Statements sind länger geworden, als sie hätten sein sollen. Ich persönlich finde das nicht so ein Problem, weil sie ja total spannend waren. Ich habe gemerkt, Sie haben alle zugehört. Jetzt für die Diskussion bedeutet das aber, dass wir uns extrem einschränken müssen. Und ich habe jetzt entschieden, dass wir da vorne genug gesprochen haben und für diese paar Minuten, die uns jetzt noch bleiben bis zum Mittagessen, für die Diskussion, möchte ich Sie, meine Damen und Herren, bitten, Fragen zu stellen. Nutzen Sie die Chance, Sie haben 5 Minuten und die Chance ist nachher vorbei. Der Erste ist der Schnellste. Okay, 10 Minuten, machen wir 10 Minuten draus, aber auch das ist zu wenig. Yes, who is the first? Too late, you're. Okay, I make it quick. Please take a microphone so that we can translate it also. Hello? It should. Hello? Hello? Yes. Okay, I speak in English, you all have translation, but also in favor of our guests from abroad. I have a question. We're talking a lot about density and additional volumes, but we don't talk about so much about the people in those volumes, because often, and we see this in all cities, we're making a lot more volume with less people inside in relation to the volume that we're building. And that means also that the costs that I think you described it very well, the city of Zurich has a lot of measures to alleviate, but they do change, and gentrification is often the result. And I think in what we heard from the international perspective, there is a sort of a gap between the product which is on the market and the people who actually need a product and can't find one. And I would say that what is done right now is not really addressing that sector of the population. And my second, goes to whoever wants to answer it, and my second question to Stadtpräsidentin Mauch is, I'm wondering actually, is the city of Zurich also itself interested in developing housing, buying land, building housing, or is it a political decision to leave it to the corporations? Because we know in many equally successful cities, the cities themselves own, operate, build, buy, and provide the housing.
Vielleicht Soll ich gerade auf diese zweite Frage antworten? Ja. Also ich habe das angesprochen, wir haben in der Gemeindeordnung, und das ist vielleicht, wenn wir haben nicht diese Macht hier auf der Bürgermeisterebene, leider muss ich sagen, wie sie beschrieben wurde für Sao Paulo oder für Länder in Südamerika. Aber was wir machen können, ist eben Land beschaffen, und das haben wirklich unsere Vorgängerinnen und Vorgänger hervorragend gemacht. Wir haben einen vergleichsweise zu anderen Städten sehr hohen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, von rund einem Viertel war das. Und die Bevölkerung hat mit einer sehr hohen Zustimmung, und ich glaube, das ist bei uns die Stärke. Wir haben die Bevölkerung im Rücken, die Bevölkerung will das, sie verankert das in ihrer Verordnung, in ihrer Gemeindeordnung, das hat eine hohe Legitimität. Sie hat festgelegt, dass wir bis ins Jahr 2050 diesen Anteil auf 1/3 steigern müssen. Das heißt, wir sind hier sehr gefordert. Und das gemeinnützig umfasst alles, oder? Es sind städtische Wohnungen, kommunale Wohnungen, da sind wir auch sehr aktiv im Bauen von städtischen Wohnungen. Eine wurde vor wenigen Jahren oder nicht mal mehrere Jahre, Kronenwiese, fertiggestellt. Hornbach im Seefeld ist im Bau, also da sind wir auch sehr aktiv. Dann gibt es städtische Stiftungen, die sich teilweise an ganz bestimmte Bevölkerungssegmente richten, die es eben schwer haben. Eine ist die Stiftung für kinderreiche Familien, die große Schwierigkeiten haben, passende und bezahlbare Wohnungen zu finden. Oder auch die Stiftung Alterswohnungen, auch ein Segment, das braucht. Und die dritte Basis sind die Genossenschaften. Das heißt, wir schließen das nicht aus, sondern im gemeinnützigen Bereich arbeiten wir auf allen diesen drei Schienen. Und es ist uns gelungen, seit 2012 den Anteil zu steigern der gemeinnützigen Wohnungen, obwohl, und das muss man auch nicht vergessen, ich habe es ausgeführt, Zürich wächst. Das heißt, im Teil, der neu gebaut wird, muss der Anteil höher sein als im Bestand, wenn wir den Gesamtanteil ja steigern wollen. Und das ist uns gelungen in den letzten Jahren. Wir sind jetzt beim sogenannten im engeren Sinn bei 26,8% gemeinnützige, und im weiteren Sinn, da gehören Stiftungen dazu, wie beispielsweise die Aporta-Stiftung, die nicht im strengen Sinn gemeinnützig die Wohnungen nach den ganz strengen Kriterien vermietet, aber die gemeinnützig als Stiftung operiert. Darf ich das noch schnell ergänzen? Also um es konkret machen, 18% sind Genossenschaften, 7% gehören der Stadt Zürich, und die bewirtschaftet sie auch selber. Und das Konzept in Zürich ist natürlich, die großen Flächen, die großen Parzellen werden im Baurecht an die Gemeinnützigen und an die Genossenschaften abgegeben, die übrigens auch private sind. Du hast vorher gesagt, private nicht, sind private Akteure, Gott sei Dank. Private, nicht gewinnorientierte. Genau, es geht um privat, eben, es geht um Rendite und nicht renditeorientiert. Und die Stadt, und dann haben wir noch eine Stiftung PWG, das ist für aus dem Bestand Immobilien herauskaufen. Wir haben eine Stiftung, das ist ein super Modell, die den Auftrag hat, die Immobilien herauszukaufen aus dem Bestand. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Und ich möchte anderen Kommunen in der Tendenz abraten, dass die Kommunen selber bauen. Und zwar warum? Weil sie dann ein Allokationsproblem haben. Dann hat man immer die politische Diskussion, wer lebt in diesen Orten. Ja, das sind ja nicht die Richtigen, das sind ja nicht die haben zu viel Einkommen und so weiter. Und das ist nur für die mit dem kleinen Portemonnaie. Und dann haben wir dann plötzlich irgendwie Einkommenslimiten, Belegungsvorschriften, und dann haben wir Ghettos. Das wollen wir nicht. Das wollen wir einfach nicht. Und es ist ratsam, dass man sagt, oder, die Bodenrente wird vergemeinschaftet, indem wir das Land besitzen und das an Genossenschaften abgeben. Aber die schauen, wie sie das vermieten wollen, wer da leben soll und wie das alles geht. Weil, und jetzt kommt der springende Punkt, das ist ja nicht subventioniert, dann hat man auch keine Legitimität. Im Gegenteil, und das ist etwas, das wirklich, wenn man etwas mit nach Hause nehmen kann hier, ist es, dass dieses Verfahren, Land zu kaufen, zu besitzen und im Baurecht an Genossenschaften abzugeben, ist immer Big Business für die Gemeinde. Immer. Immer. Es ist nie ein Verlustgeschäft, und weil es spült Baurechtszinsen in die Kasse.
Und das Vermögen, die Vermögenswertsteigerungen bleiben im Volksvermögen. Oder? Und die Infrastrukturen, die man baut, die das Volksvermögen steigern, also die das Vermögen der Immobilien steigern und den Ertragswert der Immobilien steigern, sind auch im Volksvermögen. Also es ist ein Positivgeschäft, rein ökonomisch gesehen, und deshalb gibt es auch kein Recht, da einzugreifen und zu sagen, wer da gefälligst irgendwie zu wohnen hat, außerhalb der Statuten dieser Wohnbauträger. Das ist ganz entscheidend. Gibt es vielleicht noch Fragen? Wir sind jetzt wieder sehr stark in Zürich angekommen, in sehr konkreten... Das ist ein Modell zu exportieren. Ja, jetzt möchte ich aber die Frage umkehren, nämlich, was können wir importieren? Also wir haben jetzt auch ziemlich viele Schlaglichter gehabt international, also zum Beispiel zur Legalisierung von informellen Siedlungen. Dort funktioniert es ja genau umgekehrt. Gibt es vielleicht auch etwas, was wir in Zürich von anderen lernen können, international? Yes. What I think, I mean, that's something actually I want to explore in a project we are just developing. I think if we compare the cooperative movement in Switzerland with the cooperative movement in Uruguay, the cooperative movement in Uruguay has been much more active in expanding its model in many other countries. So the cooperative movement in Uruguay is active in 14 other countries in Latin America and has already made a significant contribution to improve the housing condition, for instance, in El Salvador, where they are also, by the way, densifying, where they have really helped cooperatives to refurbish abandoned houses in the city center. In Nicaragua, they are very active, in Honduras, and now also in Colombia, they are actually supporting the peace-building process by reintegrating socially, spatially, and through housing the former combatants. So in that sense, my impression, but I might be wrong, and I'm very much open to learn about it, is that the cooperative movement in Switzerland is a bit more introverted. I mean, they are very satisfied, very happy, and very proud, and rightly so, about what they achieved, but so far less interested in really sharing this experience and bringing this with other countries and supporting, enabling other countries to do the same. So that's something which I think would be what they could learn from Uruguay, and it's something actually we are planning in one of our research projects to analyze. I mean, what can the global cooperative movement learn from Switzerland, but also what can Switzerland learn from the global cooperative movement, and in particular from Uruguay. Thank you. We have one more question from the public. Can you hear me? Yes, you have to push the button, otherwise we can't. Yes. I have something to import. I'm fascinated by the air rights, and I'm at the same time a supporter of the free market forces. And if you introduce the air rights, and I understand very well they cannot belong to the property owner, that is a thing I think is absolutely correct, but they are a very powerful system in order to enlarge the potential for additional living space. And with that, if you give the people from the market just a tiny little margin they would like to live off, you would have a great dynamic, also in Zurich. Thank you. Actually, when the real estate market players in São Paulo discover the potential that you speak about, they were very resisting in the beginning because they thought they were going to lose their free market. But actually, it's an opportunity for, I would say, provide opportunities for having within the city a redistribution of wealth by means of a planning instrument that generates resources for livable space, for
more compact kind of cities in certain areas, but providing the funding necessary that you provide social housing for those who are living in poor conditions or where infrastructure is not adequate. So this has been, some people there are calling the Robin Hood instrument, but actually it's being very, I would say, adopted by both the market and those who want a more social city, more an equal city. So it's quite interesting to see the development. Aber also einfach noch zum Sagen, wenn man in Städten mehr Ausnutzung gibt, wie sie es verlangen, dann steigert das nur und einzig die Gewinne der Eigentümer. Weil in Städten hat man ein chronische Unterangebot, da wo die Arbeitsplätze sind, ein chronisches Unterangebot und eine chronische Übernachfrage. Das heißt, der Immobilieneigentümer ist immer der Preissetzer und wird immer das Maximum an das, was die Zahlungsnichtbereitschaft ist, sondern die Zahlungsfähigkeit ist, abschöpfen. Also wird es immer nur die Gewinne steigern. Und von dem her werden überhaupt keine Mieten rutschen, wie da immer wieder getrallert wird und so weiter. Wenn man mehr baut und mehr Ausnutzung gibt, das passiert einfach nicht, weil das einfach nicht ökonomisch, auch nicht logisch ist, dass das so wäre. Ich glaube, wir werden darauf zurückkommen, mehrmals. Wir werden heute Nachmittag wieder auf die Stadt schauen, zuerst auf die gebaute Stadt, dann auf die größere Region um die Stadt herum, aber immer wieder mit diesen Fragen. Soll der Boden umverteilt werden, also wird der Besitz umverteilt, wie ist er verteilt, wie soll er verteilt sein, oder soll nicht der Besitz, sondern der Ertrag, also der Gewinn von diesem Besitz umverteilt werden? Wenn ja, wie? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was haben wir jetzt schon für Möglichkeiten, das zu tun? Werden diese Möglichkeiten ausgeschöpft? Wenn ja, warum nicht? Wenn nein, warum doch? Also wir werden immer wieder die gleichen Kreise ziehen. Jetzt aber wünsche ich Ihnen guten Appetit. Wir gehen in die Mittagspause und pünktlich um 1. Also es tut mir echt leid, Ihre Mittagspause wird kürzer, aber es lohnt sich. Wir haben ein tolles Programm heute Nachmittag. Bitte pünktlich um 1 wieder hier. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.